Hallo zurück aus der Pause. Ich bin Jochen Siegler von GreenTech Live. Ich habe einen Studiogast heute hier bei uns im InnoPod. Du kommst ganz aus der Nähe, Steffen? Ja, genau. Ich bin aus Mittelstadt. Das ist hier ein Teilort von Reutlingen. Sehr schön. Steffen Wangerow, unser Gast heute. Ich habe kurz vor, Redaktionsschluss für unsere Konferenz mit deiner Mutter gesprochen, mit der Bärbel. Das war so ein sympathisches, tolles Gespräch. Repair-Café ist euer Thema. Ich dachte, ich will dich unbedingt dabei haben hier. Deshalb freut es mich umso mehr, dass du auch vor Ort bist und den InnoPod kennenlernst. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Es ist nicht nur das Thema Repair-Café, aber ich würde dazu... Gern. Du hast eine Präsentation dabei? Also, dann würde ich sagen, wenn du deinen Bildschirm teilst. Ist er geteilt? Okay. Genau, also bitte, deine Bühne, lieber Steffen. Ja, guten Tag. Also mein Name ist Steffen Wangerow und ich bin gelernter Informationselektroniker und auch Betriebswirt und einer von 3 Geschäftsführern bei der Wangerow GmbH in Reutlingen-Mittelstadt. Ja, die Leute aus der Region kennen vielleicht das Gebäude, das Sie auf dem Bild sehen können. Das ist unser Firmensitz. Zu sehen, wir sind komplett autonom, was den Strom angeht, beziehungsweise produzieren mehr Strom, wie wir verbrauchen und haben unseren Sitz seit 2005 in diesem Gebäude. Vielleicht gerade die aus der Medienbranche kennen das, hier wurde früher mal Captain Blaubeer produziert. Und da unten sieht man jetzt auf der linken Seite das alte Filmstudio. Das ist jetzt heute nicht mehr in Benutzung. Also wir haben mit Captain Blaubeer nichts am Hut gehabt. Das waren die Vorbesitzer. Gefilmt wird aber dennoch nach wie vor ab und zu mal. Man sieht dort einige Bilder von Aufnahmen, die wir gemeinsam mit dem SWR oder mit dem ZDF machen durften. Und das eines unserer Themen ist das Thema alte Röhrenradios, also Geräte aus den 50er Jahren, abzugraden. Wir bauen dann Raspberry Pi ein und machen das Gerät sozusagen wieder streamingfähig und einfach für die aktuelle Nutzung wieder benutzbar. Und ja, das ist so ein bisschen Liebhaberei, muss man sagen. Das ist jetzt kein echtes Geschäft für uns, wobei es sich ganz gut entwickelt hat. Es kommen immer mehr Anfragen für diese Geräte. Aber was schön ist, es ist wirklich ein Nachhaltigkeits- und Reparaturthema, das die Presse interessiert. Und das ist auch so mit ein Grund, warum wir das begonnen haben. Wir beschäftigen uns mit der Reparatur von elektronischen und elektrischen Geräten. Das ist so ganz grob gesagt das, was unser Geschäft ist. Das Ganze machen wir auch schon eine ganze Weile. Wir haben eine 65-jährige Firmenhistorie und ich würde da ganz gerne eine kleine Geschichte erzählen dazu. Hier im Bild sehen Sie meinen Opa, der Opa Heinz, der hat die Firma in den Ende der 50er, Anfang der 60er Jahren gegründet, damals als ein Fachhandel für Radios und Fernseher eben. Er war auch Hobbyfunker, das sieht man ihn bei seinem Hobby. Und das war eine Zeit, da war das Thema Reparatur eigentlich selbstverständlich. Der Kunde ist davon ausgegangen, wenn ich beim Fachhandel kaufe, dann kann ich es dort auch reparieren lassen. Und das Thema Langlebigkeit war einfach sehr wichtig. Und dann so in den Ende der 70er hat es angefangen, die Mentalität, dass aus dem eigentlich völlig verpönten Geiz plötzlich was geworden ist, von dem behauptet wurde, dass es geil ist. Und dass die Leute, die mehr Geld ausgeben und nicht billig kaufen, blöd sind. Und das ist auch ein Stück weit der Anfang vom Ende vom Fachhandel gewesen. Mein Vater hat diese Krise dann damals erkannt, ist 85 als junger Mann in die Firma dann mit eingestiegen. Es war eine schwierige Zeit, hat das alles umstrukturiert und hat ab dann eigentlich voll auf das Thema Reparatur, Service gesetzt und ist dann aus dem Fachhandel ausgestiegen. Und seitdem haben wir auch eine klare Mission eigentlich als Unternehmen und das ist die Rettung der freien Reparaturbetriebe in Deutschland. Das ist unser Herzensanliegen, das ist das, worum wir uns kümmern, womit wir uns ganz stark beschäftigen und wie wir das machen und was das bedeutet. Das kann man hier zumindest mal zu einem Teil sehen, das sind ein paar Dinge, die wir eben anbieten. Anfangen tue ich mal mit der Wangerow GmbH, das ist ein Garantiedienstleister. Wir haben ein bundesweites Netzwerk für Fachwerkstätten. Ursprünglich waren wir in der Braunware, also Unterhaltungselektronik, Fernsehreparaturen etc. Unsere Partnerwerkstätten sind auch fast alle Radio-Fernsehtechniker-Meisterbetriebe.
Und mittlerweile sind wir aber umgestiegen auf einen Weiße-Ware-Kundendienst, also Haushaltsgroßgeräte, Waschmaschinen, Kühlschränke und so weiter. Und ja, bieten da eben für einen großen türkischen Hersteller einen bundesweiten Reparaturservice mit an. Dann haben wir noch die Check-up Technik. Das ist ein Unternehmen, wir machen Gutachten für in den allermeisten Fällen Blitzüberspannungsschäden an Elektroniken oder Elektronikgeräten. Da kommt wirklich buntes allerlei zu uns, von der Melkmaschine zum Zahnarztstuhl, Telefonanlagen und so weiter, und haben da ein Netzwerk mit 185 Gutachtern in Deutschland. Ja, mein persönliches Lieblingsthema eigentlich ist der Meinmacher, eins unserer Internetportale für Endverbraucher. Wir haben ca. 1000 Mitglieder und deutschlandweit bieten wir hier Reparaturen im Nachgarantiebereich an, mit ungefähr 10.000 Seitenaufrufen pro Tag. Da geht's, und man sieht es in den Bildern, es geht um Kaffeevollautomaten. Wir haben da wirklich ein Netzwerk aufgebaut mit knapp 400 Kaffeewerkstätten in Deutschland, Smartphone-Reparaturen, Küchenmaschinen oder Thermomix vor allem, weiße Ware, Staubsauger, Fernseher und so weiter und so fort. Alles, was einen Stecker hat und einen Akku, kann man dort eine Werkstatt in der Nähe finden, die das eben noch reparieren kann. Dann haben wir vor 2 Jahren mittlerweile 3 Jahren das Friends-Portal aufgebaut. Das ist ich sag mal, das Facebook für Techniker, sagen wir, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber unser Wunsch ist einfach, dort wirklich alle Inhalte zu haben, die für Werkstätten und Techniker interessant sind. Wir bieten Reparaturseminare an. Wir haben ein technisches Forum, das sehr, sehr umfangreich ist. Wir machen Online-Stammtische, bieten dort Geschäftsideen an, wo wir sagen, hier könnt ihr noch Geld verdienen mit Reparatur, hier könnt ihr noch überleben mit. Dann auch eins meiner persönlichen Schwerpunkte, das ist der Runde Tisch Reparatur. Das ist ein Verein in Berlin, der wurde 2015 von uns gemeinsam mit ein paar anderen Organisationen gegründet. Wir machen im Prinzip Lobbyarbeit für ein Recht auf Reparatur, beziehungsweise für die Reparateure auch und für alle diejenigen, die ein Interesse haben an Reparaturen. Da sind so, ich sag mal, Schwergewichte dabei, muss man sagen, wie der BUND, die NABU, die Verbraucherzentrale Bundesverband, iFixit, die hier auf dem Kongress auch vertreten sind dort auch aktiv. Und viele, viele weitere, die sich da einsetzen, weil wir Handwerker natürlich politische Leichtgewichte sind. Wir haben wenig Druckmittel, wir sind Unternehmer, was uns schon mal, ich sag mal, was uns schon vieles schwierig macht, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind wir kleine Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern und haben eben nicht die Zeit und das Geld, uns politisch so einzubringen, wie das von Seiten der Industrie passiert oder auch von Seiten, ich sage jetzt mal, von Umweltschutz, die einfach da mit viel Überzeugung auch dahinter stehen. Die Handwerker haben eigentlich viele Probleme im Alltag, mit denen sie sich beschäftigen und wenig freie Zeit, zumindest mal was jetzt das Reparaturhandwerk angeht. Und wir haben natürlich auch starke Gegner. Also wir müssen hier wirklich aktiv sein. Wir machen viel, viel Lobbyarbeit, um einfach wirklich effektiv dafür zu sorgen, dass mehr repariert wird in Zukunft. Und wir jetzt als Wangerow, als Bestandteil dieses runden Tisches, wir versuchen einfach hier auch ein Stück weit die Basis zu repräsentieren. Wir liefern Zahlen, wir machen Umfragen bei den Werkstätten. Und mir persönlich ist es eben wichtig oder ja, kann man vielleicht schon fast sagen, ein Ärgernis, bei der Debatte um Reparatur, um Kreislaufwirtschaft werden oft die eigentlichen Reparateure, die diese Arbeit ganz praktisch machen, die werden gar nicht bedacht. Also es werden alle möglichen wissenschaftlichen Organisationen, die Industrie, es werden alle befragt, nur das Handwerk, das wird gar nicht gehört, ist zum Teil auch unsere eigene Schuld und das ist eben das, was wir mit dem runden Tisch gemeinsam versuchen, auch ein Stück weit abzuändern, um hier einfach mehr Praxis reinzukriegen. Dann gibt es noch die Smartphone-Allianz, die habe ich 2021 gegründet. Da sind ca. 400 Smartphone-Werkstätten drin vertreten. Ich glaube, mittlerweile sind es um die 450. Wir beschäftigen uns natürlich mit allen Belangen von Smartphone-Werkstätten. Das ist ein bisschen ein eigenes Themenfeld. Es sind eben in den allermeisten Fällen keine klassischen Handwerker, sondern oftmals Quereinsteiger, die jetzt ich sag mal, sich selbstständig mit dem Thema Reparatur gemacht haben. Und das finde ich eigentlich super spannend, weil wir haben ja eigentlich einen Reparaturmarkt und können ganz genau sehen, was dazu führt, dass sich plötzlich Tausende von Menschen mit dem Thema Reparatur selbstständig machen, Arbeitsplätze schaffen, Unternehmen gründen.
Und das alles nur, weil hier plötzlich die Möglichkeit besteht, Geld zu verdienen. Für uns sind im Smartphone-Bereich natürlich die Gegner relativ gewichtig. Also wir haben auf der einen Seite Unternehmen wie Apple, die uns diskriminieren, was die Ersatzteilversorgung angeht, die uns benachteiligen, was die Informationen und Unterlagen und Softwarezugriffe angeht und vieles weiter, die natürlich alles unternehmen, das nicht mehr repariert wird, weil das Geld verdienen sie eben mit dem Verkauf von Neugeräten und nicht mit der Reparatur oder der Bevorratung von Ersatzteilen. Des Weiteren ist einer unserer, ja leider muss man sagen, einer unserer aktuell großen Gegner ist Google. Jetzt weniger wegen ihren Smartphones, sondern wegen einem Werbeverbot für Reparaturbetriebe. Wir dürfen keine Werbung schalten für Reparaturen bei Google. Und das aus einer Begründung, die wir so nicht nachvollziehen können. Das sind so ein paar Themen, mit denen wir uns da beschäftigen. Es gibt da natürlich noch ganz vieles mehr. Wichtig ist mir einfach klar zu machen oder zu verstehen zu machen, das Thema Reparatur ist ein komplexes Thema. Und natürlich ist ein Gerät neu kaufen oder auch ein Gerät neu zu verkaufen viel, viel einfacher, wie jemandem das Know-how zu geben, was zu reparieren, weil dafür muss man relativ viel wissen. Man muss wissen, wie funktioniert so ein Gerät. Man muss wissen, was geht typischerweise kaputt, was kann ich und was kann ich nicht, wie löte ich, auch auf SMD-Basis und so weiter. Und insofern, wir konkurrieren mit Kinderarbeit, also muss man einfach so sagen, oder mit sklavenähnlichen Zuständen, die ja teilweise in den Fabriken herrschen. Und wir müssen mit deutschen Arbeitsbedingungen damit konkurrieren. Und da brauchen wir natürlich Unterstützung auch von Seiten der Politik und auch von der Öffentlichkeit, ganz klar. Aber dennoch, Hand aufs Herz, was wollen wir denn? Wir reden immer über die Wegwerfgesellschaft und fragen uns, wie wir da rauskommen. Für mich ist die Antwort klar, wir brauchen eine Reparaturgesellschaft. Und solche Bilder, wir kennen sie alle, will doch niemand mehr sehen. Und mir tut es wirklich weh, sowas mit anzuschauen und die Müllberge, die immer größer werden, irgendwo zu ertragen. Und ich weiß ganz genau, mein Opa, der würde das gar nicht verstehen, was da heute abgeht, wie das passiert sein kann, dass wir in einer Welt leben, oder in einem Land leben, wo jedes Jahr über 10 Kilo Elektroschrott weggeworfen wird. Das ist eine ganze Menge und die Produktion von solchen Geräten ist einfach sehr, sehr ressourcenintensiv. Es wird viel, viel Energie verbraucht. Und es gibt da auch eine Studie dazu, was denn passiert, wenn man Smartphones, Waschmaschinen, Fernseher und Notebooks länger nutzen würde. Wir könnten damit 3,93 Tonnen CO2-Äquivalenz einsparen, was einem jährlichen Ausstoß von 1,85 Millionen Autos entspricht. Und das ist, glaube ich, eine Menge Holz. Und deswegen reparieren lohnt sich. Also für die Umwelt in jedem Fall und zum Glück nach wie vor auch noch in den allermeisten Fällen oder in vielen Fällen auch für den Geldbeutel. Wenn wir wollen, dass es mehr wird, dann brauchen wir aber bessere Rahmenbedingungen. Es muss da einfach wieder mehr möglich sein. Konkret bedeutet es für uns als Reparateure, wir brauchen Zugang zu Ersatzteilen, wir brauchen Zugang zu Know-how, was uns vom Hersteller teilweise vorenthalten wird. Wenn wir über eine Gewährleistungsverlängerung sprechen, dann brauchen wir aber auch eine Autorisierung für Fachbetriebe während dieser Zeit. Da kommt jetzt noch so ein bisschen das Spannungsfeld Gewährleistung und Garantie. Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen, das zu erklären. Wir brauchen eine vernünftige, gesunde Relation zwischen den Ersatzteilkosten und dem Neugerät. Und was für uns jetzt zukünftig ein Riesenthema sein wird, wir brauchen wieder Nachwuchs bei den Technikern. Der ist nämlich total am Aussterben. Also wir haben aktuell einen jährlichen Rückgang von 5 bis 10% bei den Reparaturbetrieben aus dem Grund, dass es keinen Nachwuchs gibt. Und das ist eine Katastrophe, wenn wir hier über eine Kreislaufwirtschaft reden. Ja, das sind unsere Portale. Hier finden Sie oder alle Teilnehmer und alle Verbraucher, wenn sie eine Werkstatt suchen, einen qualifizierten Betrieb, der sowas reparieren kann, was auch immer es dann ist. Und ich hoffe, ich konnte ein bisschen einen Einblick geben, so was im Reparaturmarkt ist. Ich glaube, die Reparatur ist für das Thema Kreislaufwirtschaft unterschätzt. Es gibt leider, wir reden bei Kreislaufwirtschaft ganz oft über das Thema Recycling. Das ist eigentlich die letzte Stufe. Wir müssen viel, viel früher anfangen. Wir müssen dafür sorgen, dass Geräte länger halten. Das hat sich in der Vergangenheit gezeigt. Es wurde uns vor wenigen Jahren noch erzählt, dass Geräte
ausgetauscht werden sollten, weil neue so viel Energie einsparen. Und mittlerweile wissen wir, die Techniker wussten das schon damals, aber mittlerweile wissen wir auch nach Studien, dass das sich nicht bewahrheitet hat. Die Energieeinsparung, die versprochen wurde, wurde nicht eingehalten. Und außerdem muss eine Waschmaschine zum Beispiel zwischen 20 und 30 Jahren laufen, um die Produktionsenergie wieder einzusparen. Im Schnitt halten sie aktuell 7 Jahre. Also man hat der Umwelt damit nichts Gutes getan, man hat schlechtere Geräte in den Markt gebracht, die weniger lang halten. Und das im Sinne der Umwelt oder beziehungsweise mal mit dem Vorwand, die Umwelt zu schützen, das ist ein großes Problem. Und dagegen will ich kämpfen und ich weiß, es sind jetzt einige auch von der Presse mit dabei. Sie sehen hier meine Kontaktdaten, wenn es da ein Interesse gibt an Studien, an Zahlen aus der Praxis, aus den Werkstätten, dann lade ich Sie ganz herzlich dazu ein, kontaktieren Sie mich, wenn Sie irgendwelche Fragen rund um das Thema Reparatur haben. Von Elektronikgeräten muss ich jetzt sagen, also mit anderen Bereichen kenne ich mich da nicht aus, aber in dem Bereich sind wir eben sehr, sehr lange aktiv und da freue ich mich auf jeden Kontakt auf jeden Fall. Ich habe euch nicht zu viel versprochen. Der Steffen ist nicht nur, ich sag mal, hier in der Region aktiv, sondern auch in Berlin und in Brüssel, politisch und so auch. Lang gibt es euren Betrieb. Also ich hätte ein paar Fragen, wir haben noch ganz kurz ein bisschen Zeit. Also wenn du sagtest so, also Stichwort wäre, wir müssen weg von einer Wegwerfgesellschaft zu einer Reparaturgesellschaft. Wie kommen wir dahin? Da gibt es so ein bisschen ein Nadelöhr, dass junge Leute nicht unbedingt heute Handwerker werden wollen, sich in dem Bereich engagieren. Aber trotzdem will man irgendwie ja nachhaltig sein und man will ja was Gutes irgendwie tun. Von daher ist es nicht hip inzwischen auch zu sagen, ich arbeite für einen Upcycling-Betrieb oder für einen Recycling-Betrieb, der was Gutes tut. Wir hatten ja auch, die Kollegen kennst du ja auch, Carsten Waldeck war da, heute Abend kommt Framework. Also die arbeiten alle in eine ähnliche Richtung und die Bewegung, ich sage mal veganes Leben, Green Tech und so, ist doch ein hippes Thema, aber es ist trotzdem schwer, Leute zu bekommen und zu begeistern für eure Sache? Also Begeisterung ist da, wir sehen das auch, also der Trend ist absolut positiv, es passiert gerade sehr, sehr viel. Es ist nach wie vor unfassbar schwierig, eigentlich ja, fast schon irgendwie pervers, um einen Technikreparaturbetrieb zu gründen. Also wenn ich eine Waschmaschine reparieren möchte oder einen Fernseher, dann brauche ich zwischen 4 und 6 Jahren in der Ausbildung. Also ich habe eine 3-jährige Ausbildung und mache dann noch zwischen 1 und 3 Jahren noch einen Meister und dann darf ich eine Waschmaschine oder eine Kaffeemaschine reparieren. Ich brauche ungefähr gleich lang, um Arzt zu werden. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen auf, wie absurd das eigentlich ist, um in den Reparaturmarkt einzusteigen, wo, ja, ich sag mal, keineswegs sicher ist, kann ich in 5 Jahren noch davon leben. Weil wir sind super abhängig von der Industrie. Wir sind, die Machtverhältnisse sind ganz eindeutig. Die Industrie ist sehr, sehr stark. Wir haben Riesenunternehmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite uns kleine Reparateure, die keinerlei Lobby in der klassischen Form besitzen. Und da brauchen wir Unterstützung von allen Seiten. Also da muss noch viel passieren. Du hast ja auch die Hemmnisse hast du ja auch benannt. Wie gesagt, sie blockieren euch, aber oft ist es auch so, dass Unternehmen Ersatzteile gar nicht vorhalten. Also wir haben ja viele Connections auch so in die Consumer Electronics Industrie und so. Da fällt mir also nur eine Firma ein, das ist die Firma Metz in Franken, die nachhaltig, ich sag mal, denkt und auch in ihrem Warenwirtschaftssystem und so Produkte hat und ich sag mal Platinen etc. Chips von allen möglichen Fernsehern, die gar nicht mehr laufen, aber hat einen Ansatz. Warum gibt's nicht mehr davon? Weil es einfach wirtschaftlich nicht abbildbar ist? Oder? Ja, die Antwort ist eigentlich relativ simpel. Das Problem ist, wir haben zu wenig deutsche oder europäische Hersteller. Die Asiaten und die Amerikaner, die sind da anders gestrickt wie wir. Bei uns ist das Tradition. Also früher, ich bin lange Zeit davon ausgegangen, es ist gesetzlich so, das hat sich als Selbstverpflichtung der Industrie herausgestellt. Die hatten sich eigentlich selbst verpflichtet, mindestens 10 Jahre Ersatzteile anzubieten. Heute gibt es Fernseher von einem großen koreanischen Hersteller, sage ich jetzt einfach mal so, die kommen neu auf den Markt, da gibt es schon am ersten Tag keine Ersatzteile dafür. Und klar, das kostet Geld und deswegen ist halt ein qualitativ hochwertiges Produkt im Normalfall nicht nur durch die Herstellungskosten irgendwo erklärbar, warum das mehr kostet, sondern da gibt es Ersatzteile, da gibt es einen Service, da gibt es teilweise bei Metz zum Beispiel, gibt es mal eine Telefonnummer, wo ich als Techniker anrufen kann und mal eine Frage stellen kann. Das bieten die anderen nicht an. Und als Kunde, als Verbraucher, am Point of Sale merke ich das ja gar nicht. Ich kaufe mir halt den Fernseher, der vielleicht irgendwie am billigsten ist oder am coolsten ausschaut. Das Thema Reparatur habe ich in dem Moment nicht im Kopf und darüber will ich eigentlich, glaube ich, in der Sekunde auch gar nicht nachdenken.
Also die Coolness und ich sage mal, der schnellere Konsum steht im Vordergrund. Ich wollte ein Produkt noch, weil das ist uns im Vorgespräch ist mir das schon aufgefallen, Kaffeevollautomaten. Ja. Und irgendwas muss los sein mit Kaffeevollautomaten, weil ich gehe auch regelmäßig zum Recyclinghof. Ich habe 3 Kinder, wir haben all mögliches Zeug auch, das wir da immer hinbringen. Kaffeevollautomaten sehe ich total viel auf so Wertstoffhöfen. Und du hast vorher auch explizit Kaffeevollautomaten. Gibt es ein Problem mit Kaffeevollautomaten, die ganz besonders komplex sind und dann irgendwie die Lebenszyklen irgendwie nicht so lang geplant sind oder gedacht sind? Also Kaffeevollautomaten sind eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass Reparatur gut funktioniert. Okay. Sie sind teuer und es gibt wenig Fortschritt, den ich dem Kunden irgendwie erklären kann. Wenn mein Kaffee aus der Kaffeemaschine gut schmeckt, dann gibt es ja eigentlich keinen Grund, eine neue zu kaufen. Klar, wenn es ein bisschen cooler ausschaut, in Ordnung, aber das ist jetzt bei den Preisen nicht so das Riesenargument. Das ist das nächste Thema. Ein Kaffeevollautomat kostet im Schnitt 800 Euro. Da überlege ich mir das zweimal, ob ich mir nochmal 800 Euro investiere oder eben zwischen 100 und 200 Euro in die Reparatur stecke. Aber es gibt einfach wahnsinnig viele Kaffeevollautomaten. Also ich kann die Zahl jetzt nicht genau sagen, aber ich schätze mal so zwischen 5 und 10 Millionen Kaffeevollautomaten haben wir in Deutschland. Es gibt eine Studie dazu, die ist allerdings nur im Privathaushalt, aber es gibt ja in Büros, in Autohäusern und überall stehen die Kisten. Dementsprechend glaube ich, ist auch da vielleicht ein bisschen der Grund, warum da besonders viel auf den Wertstoffhöfen rumliegt. Ja. Das ist jetzt nur, wie gesagt, so ein persönliches Beispiel und wie gesagt, viel im Vorgespräch das Wort. Ich würde ganz kurz noch mal uns sammeln. Wir sind ein bisschen über die Zeit, aber ich sage mal, der Steffen hat den Weg hierher gemacht. Ich habe die Gegner, wir haben uns darüber unterhalten, Dinosaurier so ein bisschen, muss man wirklich, Rettung der Reparaturbetriebe heißt ja auch ein Slogan oder eine Initiative von euch. Was würdest du dir wünschen wegen mir? Mehr politische Unterstützung, wie du gesagt hast, mehr Öffentlichkeit, mehr Bewusstsein bei den Konsumenten? Ja, also alles das, genau. Sehr, sehr gerne alles. Ja, also vor allem wollen wir natürlich in den politischen Prozessen, die gerade passieren, wir haben in unserem Koalitionsvertrag aktuell das Thema Recht auf Reparatur, das ist fest drin verankert. Jetzt müssen wir dazu auch noch befragt werden als Reparateure. Mein Vater hat immer so einen schönen Vergleich gebracht, er hat gesagt, in der Reparatur ist eine absurde Situation. Man stellt sich vor, es gäbe eine Konferenz zum Thema Feminismus und es ist keine Frau eingeladen. So ist hier oft die Situation. Also es wird hier wirklich ganz oft diskutiert über diese Themen, was ist nötig, was brauchen wir, was müssen wir ändern. Und es gibt einen Haufen Leute, die wissen, wie das geht. Die wissen ganz genau, wie das funktioniert. Wir müssen gar nichts neu erfinden, weil früher hat das funktioniert. Also das ist eins der Dinge, wo man, glaube ich, gut ins Gewissen sagen kann, das war früher tatsächlich besser. Und da müssen wir wieder eigentlich zurück. Und da sind natürlich diese, ich sage mal, hauptsächlich schon etwas älteren Handwerker eigentlich der richtige Ansprechpartner. Ich würde mir wünschen, wir würden mehr, ja, vielleicht auch ein bisschen mehr einen Sog spüren, dass Leute wirklich ein Interesse haben an unserer Einstellung. Ich spüre, dass da immer mehr kommt. Ich weiß, es ist auch nicht immer einfach, die Handwerker dazu zu bewegen, was Neues zu machen. Aber ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Eine letzte Story muss ich unbedingt noch von dir hören, die Google Story. Also ich sage mal, wir haben ja die Alternative zu Google natürlich auch hier eingeladen, die haben auch zugesagt, aber nicht für die Show, sondern für die nächste Ecosia. Also ich würde nach dem, was du mir erzählt hast über Google, eigentlich gerne auf Ecosia komplett umsteigen, weil sie blockieren eure wie war das, eure Anzeigen wegen für Reparaturfreundlichkeit? Also steckt dann das Interesse von den, ich sag mal, koreanischen Konzernen oder von den amerikanischen Konzernen dahinter? Oder ist es in Googles Interesse, Reparaturbetriebe auszuschließen aus Anzeigenkampagnen oder aus Suchergebnissen? Oder was ist die Story? Das ist eine spannende Frage. Ich kann das gar nicht genau beantworten. Es ist ja, also bei Google, als es angefangen hat, ich habe mich gefühlt wie im Asterix-Comic. Es war, du rennst da rum und du kriegst keine Info und jeder sagt, ja, ja, das ist halt so. Und der nächste sagt, nee, das ist ganz anders und da steht's. Und dann kriegst du ein Regelwerk von Google vorgesetzt, erstmal auf Englisch, dann irgendwann gab es das auch auf Deutsch. Also ich glaube nicht, dass die uns jetzt explizit als Reparateure treffen wollten. Und die Branche generell? Ja, ich glaube, die haben halt eine Policy für die ganze Welt festgelegt. Und wie gesagt, der Reparaturmarkt ist halt wirtschaftlich so dermaßen runtergewirtschaftet worden in den letzten Jahrzehnten. Wir spielen ja keine echte Rolle mehr. Also wir haben ja nicht diese gigantischen Umsätze und auch nicht das riesen Werbebudget, wie das eben in der Industrie vorhanden ist. Und ich glaube, wir sind da einfach irgendwo mit getroffen worden. Das war sicherlich oder vermutlich gar nicht beabsichtigt. Jetzt ist das Ganze halt seit 2,5 Jahren so. Wir sind mit Google im Gespräch, die versichern uns, ja, da wird es eine Lösung geben, da kommt was. Wir
Das alles wurde von der Europäischen Kommission angeleitet, aber es dauert halt jetzt schon knappe 3 Jahre und es tut uns weh, also das tut vielen weh. Und weil die Anzahl du hast ja auch skizziert, die Anzahl der Betriebe, auch im Handy-Reparaturbereich und so, die steigt definitiv und ja, es wäre das Richtige zu tun. Gut. Ich habe euch nicht zu viel versprochen. Steffen hier bei uns live vor Ort. Ich hoffe, wir können an anderer Stelle noch mal reden. Wir hätten noch ganz viele Themen und da hinten die Kollegen, die scharren schon mit den Füßen, wollen bestimmt mit der quatschen noch. Gerne, Steffen, ganz herzlichen Dank. Bei uns geht es weiter mit einer kurzen Pause. Und wir haben den Matthias Meyer von iFixit, auch Circular Economy. Kennt ihr euch? Ja. Wahrscheinlich kennt ihr euch. Auch irgendwie einer aus der Gegend. Steffen. Wir machen eine kurze Pause, bitte.